Gut, Freunde, da sind wir wieder bei Bravely Second. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Beim letzten Mal haben wir ja die schöne Japan-Soundtrack-Quest beendet und jetzt müssen wir für unsere letzte Sidequest, die wir hier noch offen haben, in die Ruinen nochmal rein hier und dann können wir uns der Hauptquest wieder stellen. Und es wartet ja auch noch Geist, der den Kompass holen will. Ach, der Schmarrn ist das. Och, nö. Mit den... Oh, ja, okay. Ja, die meisten Kisten haben wir hier, wenn nicht alle, dann gehen wir einfach durch. Vielleicht haben wir ein, zwei nicht, die haben wir auch alle. Na gut. Nee. Was denn hier noch? Ach ja, so und so, ja, genau. Muss erst den roten da oben aktivieren. Denn der macht den Weg links frei. Genau. Ist ja noch etwas einfacher. Es geht ja noch. Gibt auch schwierigere Quests oder Rätsel. Bum, 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 bum. So, jetzt aber. Dum, dum, dum. Weiter geht's. Tschüssi. Gut, dass wir soweit alle Kisten auch schon haben. Hier haben wir auch schon alles. Ach ja, ach du Kacke. Wir gehen den oberen Weg. Der ist soweit schon offen. Genau, wir konnten den ja so durchgehen. Wenn man aber alle Truhen haben will, muss man hier einiges an Schiebearbeit leisten. Okay, wie war das hier? Hier können wir durch, hier können wir durch. Der da oben ist aber zu. Das heißt im Klartext, wir müssen erstmal dahin. Ist das der rote oder was ist? Ne, das ist rot. Das ist der Mond, also grün. Okay, den hier. Muss aber genau gucken, was denn jetzt passt. Und jetzt machen wir mal den gelben wieder. Dann sind wir fertig. Dann können wir auch durchrennen. Oh, ein Fuchs. Dann gleich mal eine schöne Sequenz mit reinziehen. So, Idia, I understand you studied the sword with Einherja. But what about this Barris person? He's from Eternia too, we? Yeah. How many years ago was it when we first met? I remember it was just after I joined Master's school. That winter, Eternia was full of talk of an abominable snowman. Supposedly it was prowling the western corridor and ambushing unwary travelers. So I decided to go and deal with it myself. How old were you then? 10? 12? Old enough to handle a sword, I can say that. What? Nobody tried to stop you? Sure, they tried, but I was having none of it. I even convinced Alternus to come with me. Convinced or forced? Anyway, we headed straight for the western corridor. But Einherja caught us before we got there. She'd been sent to bring me back. Alternus tried to help me get away, but Einherja got the jump on him, and my little game was over. Oh, you should have heard me whine. Einherja couldn't wait to get me back to town. But after all the running around and chasing, we were pretty exhausted, all three of us. That's when the blizzard hit. The world turned white. We could barely see, and then a giant figure slowly emerged. The abominable snowman! He knocked out Einherja before she knew what hit her. Alternus moved to protect me, but soon he too was on the ground, unconscious. Then it was my turn. I don't know how much time passed.
I awoke inside a cave, warmed by a small campfire. When I looked around me, I saw Angeria on the ground, and also Alternus, battered and beaten. Then I heard the thud of heavy footsteps, and a giant shadow loomed across the cave wall. The abominable snowman! I knew it had come to eat us, but I didn't even have the strength to stand. I trembled in terror as the giant slowly turned and bared its gruesome fangs at me. Yikes! Then, I passed out again. Several days later, I was kneeling on the floor in fencing class, getting a real dressing down from Master. Father had already given me a spanking I wouldn't soon forget. It still stings just thinking about it. Wow, so, you made it out alive. Well, obviously. Otherwise, I wouldn't be here telling you the story, would I? Well, so, what happened to the, abominable snowman? Let me guess. It was actually Barris, right? What? Barris was the abominable snowman? Don't be silly. Sir Heinkel had ordered Barris to chase the monster away. Whew, that's a relief. But there really was an abominable snowman? Kind of. As it turned out, it was just an ice golem that had escaped captivity. It had knocked us out before we could get a good look at it. But Barris showed up and drove it off before it could do any real damage. Huh. Then after, in the cave... It was Barris who carried us there, to keep us warm and treat our wounds. So the second time you passed out, that was Barris? Yeah, that really cheesed him off. I just grinned at you and you conked out like I was some hulking beast, he said. I guess it hurt his feelings or something. Maybe he's more sensitive than he looks. Every time he saw me, he'd bring up how I fainted at the sight of him. Anyway, he and Alternus ended up as good friends. And Angeria joined Master's school to study the spear. I guess you could say it was the abominable snowman who brought us all together. Anyhow, those two are impossible to talk to. Stubborn as behemoths, the both of them. What was it they say? Birds of a feather? Hey, what's that supposed to mean? Tja, dann wollen wir mal, wa? Dann geht's jetzt gegen ein Healer. Die ist diesmal dran. Mal ein bisschen drauf dreschen. Los jetzt, aber hinmachen hier. Oh mal, noch mehr Gelaber. Yes! This vase is a pristine specimen of golden era twilight porcelain. Isn't that a mustard jar from a local alehouse? Yes. At a glance, it does appear that way. But we cannot discount the possibility that it is a priceless artifact. Mark it down. Yes, ma'am. Really, though, just how long does she intend to keep me waiting? And who might that be, ma'am? That idiot girl. Hasn't she made a decision yet? While I could continue to expound on the wonders of Luxembourg's cultural heritage sites, I do have other important tasks on my plate. Indeed, ma'am. If you could just wait another 5 seconds. 3, 2, 1. Excuse me? Well, it certainly took you long enough. We've been waiting, you know. Now zip those lips, no chit-chat. Tell me, Superintendent, what is your opinion of the situation? Come. Shall we separate boys and girls in the new school or not? Let's have it out of you. No dawdling. Well, you see, Enough waffling! Are you trying to vex me, you vexing vixen? Can't you make a simple decision? Hang in there, Idia. Take as much time as you need, Idia. After all, your choice is probably going to drag us into a battle against the losing faction. Believe me, I know. The new school in Florum should be co-educational. And your reasons,
Florem has finally recognized the equality of the sexes and been reborn as a nation where men and women live together in harmony. Tradition is all well and good, but even the Sacred Flower Festival has changed. Why shouldn't schools be any different? Yes, of course. And I see that you've joined us as well. Superintendent Lee here has stated her opinion. Do you have any objections? You do, don't you? A whole heap of them, Yes, a whole heap indeed. I cannot accept the superintendent's hasty and rash decision. And why is that? Of course, men and women are equal. There is no reason why they should not have the same rights under the law. However, Florem has a long and storied history as a nation of women, by women, and for women. A festival is one thing, but to erase all boundaries between men and women in students' daily lives is surely moving too fast. If something is the right thing to do, you don't just do it halfway. You have to commit to change. But too sudden a change will only lead to things spinning out of control. Yes, I see both sides will not waver in their convictions and all that. Very well, then. May the strongest woman win. What? You want us to fight it out? Tut. Zip those lips. All these stuffy arguments just drag and drag. Isn't this way quicker? And frankly, more fun. I accept your challenge. Einherja! Prepare yourself, Idia. Holder of the Valkyrie Asterisk and mightiest of the Venus Sisters, you stand before Einherja Venus. Ach ja, immer der gleiche Kram, ne? Ach, der Liebe. Yay. Schauen wir mal. Nein, wir machen erstmal Default. Wir lassen jetzt erstmal die angreifen. Sichelmond. Ui. Schatten. Lol. Okay, dann braven wir mal und machen erstmal Magieknacker auf beide. Und hier schmeißen wir mal einen Deus Ex Nebel drauf. Du machst magische Gunst auf Tis und magische Gunst auf Idia. Und du machst, mach mal Macht der Liebe und Seiska? Oder Hastgar? Ja, aber Hastgar, komm. Und dann haben wir jetzt einfach mal ein bisschen drauf. Und Magieknacker hier schön anfällig machen für Zauber. So. Den Angriffswert erhöhen. Hastgar drauf prügeln. Und das ist einfach das Schöne, warum ich zum Beispiel Tis immer diesen Zeitmagier gebe, weil er einfach so richtig cool dann drauf prügeln kann. Jetzt gibt es auch einen Panzerknacker für Einherja. Und hier greifen wir an. Nochmal Eiska. Du machst mal Aurora. Ja doch. Und du machst Seiska. Ich muss ein bisschen sputen, denn Einherja kann auch gerne mal wegspringen. Dann ist sie nicht angreifbar. Deswegen hoffe ich, dass man die Zauber... Ja, okay. Ha, ist weg. Bleibt Einherja, okay. Trampeln. Voll geil, wir gucken mal. Wir probieren mal Sanctus und wir probieren Komet. Gut.
Jetzt ist er weg. Okay, wir defaulten alle. Da ist sie wieder. Macht halt auch dicken Schaden, wenn die wieder auftaucht. Panzerknacker. Trampeln und trampeln. Feuger. 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 Ja. Vital. Ist übertrieben. Ist auch übertrieben, aber gut. Physische Gunst U und gucken. Tempogunst mit Tempogunst, Tempo des Ziels, Glückstag der Menschen, naja. Glückstag für Tis. Und Tis darf natürlich auch nicht fehlen. Du musst nochmal singen. Und dann kannst du Komet ballern. Gut. Das sieht auch so cool aus. Ja, es geht doch. Schön. Du frisst auch richtig Damage, du. Na, Mädel, wie lange willst du das noch durchziehen? Okay, wohl noch eine Weile, ne? Quattro-Schaden. Feuger. Sanctus. Komet. Das sollte es doch gewesen sein. Forgive me, my sisters. Ja, der Quattro-Schaden mal eben voll reingehauen. Ne? Nochmal schöne Level-Ups hier, Level 60, sehr schön. Und Übertrag. Bis auf Tis, der ist noch 59, aber der kommt noch nachgezogen, keine Angst. Und den letzten Asterisken aus diesem Zeitquest-Gewusel haben wir auch bekommen, den Walküren-Asterisken. Und ich bin ja erstaunt, dass das immer von den Zeiten her passt. Walküre. Ja, die männlichen Walküren sehen total bescheuert aus. Greift aus der Luft an und zieht sich schnell zurück. Geschickt mit BP-Attacken, bevorzugt Speere. Seelenverwandtschaft, Akrobatik. Man muss jetzt mal sagen, Walküre ist ziemlich... ja, das ist wohl stark, aber es ist sehr BP-lastig. Das ist schlecht. You've grown strong. We will leave this place. Dry those tears. There are still a great many things you can do for this nation. Let us find another cause together. I will always stand by your side, Rhoda. Ryla? Revealing. Right. Now, farewell, Idia. Wasn't that... Your opponent, yes. Or your former opponent. We've just ruled in favor of your co-education proposal. Truly? But Miss Vealing will also be teaching at the new school, won't she? Yes, naturally. She's a perfectly capable teacher, after all. We would not exclude her due to petty politics. Why, that's wonderful. To tell you the truth, I've always considered her awfully... Yes, I could tell it at a glance. Now zip those lips. Hurry and go running after her. Run. You might still win her heart. Yes, I believe in you. Now off you go. Yes, ma'am! What's the matter, Idia? I don't know. This just kind of brought it home, you know? There are so many sides to every story. Yes. How much you've learned. Why, my naming you superintendent was clearly a stroke of genius. Superintendent, huh? Moving up in the world, aren't we, Idia? To tell the truth,
I'm thinking of giving up on the whole bone setter thing myself. Maybe even becoming a teacher or something. Teaching what exactly? You do know that you need a license to teach, don't you? A license? Of course I got one of those. You do? Master Lair is one of the world's foremost martial artists with certificates in every major fighting style, not to mention a license to teach 22 fields of medicine, including orthodox qigong, chiropractic, acupuncture, moxibustion. Say what? Yes. A star instructor like you would surely attract promising students from around the world. What do you say? Worth a try, wouldn't you agree? I don't know. I did tell Holly to come open a clinic with me. And recruiting students and all? That sounds like a royal pain. No pain, no gain. What have you ever gained without pain? Nothing, that's what. That mouth of yours, I think my ears are bleeding. Catch you later, you crazy old lady. What an odd thing to say. Why, the Chancellor is only 40 years of age, middle-aged, yes, but not old by any stretch of... Prima! Zip those lips. So, dann haben wir das auch wieder geschafft, Freunde. Oh, wieder einige Gegenstände. Jawohl, so muss das. Dann gucken wir uns doch jetzt nochmal eben den Job der Walküre an, bevor wir den Part beenden. So, was haben wir denn da? Sichelmond. Startet einen physischen Angriff auf alle Feinde, der denselben Schaden wie ein konventioneller Angriff verursacht. Sprung. Verlasse am Ende eines Zuges den Bildschirm und stürze dich im nächsten Zug auf deinen Feind. Der Schaden wird um zusätzliche 50% erhöht, wenn ein Speer ausgerüstet ist. Speerwissen auf S. Geisterbarriere. Werde für 10 Züge unempfindlich gegen Schäden, indem du HP in Höhe von 10% des erlittenen Schadens opferst. Seelenverwandlung. Angriff und Magieangriff werden jedes Mal, wenn ein Verbündeter K.O. geht, für 5 Züge um je 25% erhöht. Seelenschmerz. Verringert die MP eines Feindes um 1/10 des Schadens, der von einem konventionellen Angriff verursacht wurde. Default-Brecher. Der Schaden, der durch deine Angriffe entsteht, wird nicht durch den Default-Zustand des Ziels verringert. Hoher Sprung. Verlasse am Ende des Zuges den Bildschirm und stürze dich im nächsten Zug auf deinen Feind, um den dreifachen Schaden zu. Der Schaden wird um 50% erhöht, wenn ein Speer ausgerüstet wird. Kostet aber schon 2 BP. BP-Fähigkeit Plus. Erhöht die BP-Kosten für Fähigkeiten, die BP verbrauchen, um 1. Erhöht dafür aber auch die dadurch verursachten Schaden um das 1,5-fache. Supersprung. Verlasse Zug, stürze dich im übernächsten Zug auf alle Feinde, um den doppelten Schaden eines konventionellen Angriffs zu verursachen. Der Schaden wird um 50% für einen Speer erhöht. 3 BP. Ja. Nö, danke. Muss nicht sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Macht's gut. Ciao.